Heute geht es um das Thema Knöpfe. Und zwar möchte ich euch mal zeigen, wie man mit der Nähmaschine Knöpfe annähen kann und auch Knopflöcher herstellen kann. Da gibt es wirklich verschiedenste Varianten und natürlich auch je nach Maschine ist das mehr oder weniger einfach. Aber die verschiedenen Dinge, die ihr so auf eure Maschine umsetzen könnt, möchte ich euch mal zeigen. Ich starte von daher eher mit einer mechanischen Maschine, weil das wird wahrscheinlich den größten Teil von euch betreffen, dass ihr über so eine mechanische Maschine mit oder ohne Knopflochautomatik verfügt. Also wir starten erst mit dem Knopf annähen, weil das finde ich vom Erklären her etwas einfacher. Und danach kommen wir zu den Knopflöchern, wie man sie nähen kann und wie man auch schwierigere Stellen hinbekommt, weil es gibt ja manchmal so Knopfleisten, wo ihr mehrere Stofflagen habt und wo der Stoff nicht so schön gleichmäßig liegt. Und dann ist das schon manchmal mit einem Standard-Knopflochfuß schwierig, das hinzukriegen. Aber auch auf diese Dinge gehen wir gleich mal ein. Wir starten mal mit einem Knopf. Ich nehme einfach hier einen raus, so. Diesen Knopf, den wollen wir jetzt mal festnehmen. Das ist mit der Nähmaschine echt relativ einfach. Ihr könnt den Standard-Zickzackfuß nehmen, funktioniert aber besser, wenn ihr einen Knopfannähfuß habt. Da gibt es beispielsweise sowas hier. Ich lege das hier mal her. Dieser Fuß hat hier vorne so eine kleinen Gummikappen sozusagen drauf, damit der Knopf nicht so leicht wegrutschen kann. Und es gibt hier so eine kleine Nase, die soll dafür sorgen, dass der Transporteur praktisch einerseits den Fuß nicht weiter, also den Knopf nicht weiter schiebt und auf der anderen Seite, damit es etwas gerade aufliegt. Also wenn ich jetzt hier den Knopf habe und das hier so drauf liegt, dann liegt dieser Fuß wieder einigermaßen gerade. Ich habe hier eine recht betagte Lady, eine alte Pfaff-Tipp-Matic, eine 1027. Das ist tatsächlich die erste Bauserie, die Pfaff damals mit diesen Tipptasten gestartet hat. Da gab es die 1025, 27, 29. Dies ist jetzt die 25 in so einer Special Edition mit diesem Kleber drauf, aber das nur so mal nebenbei bemerkt. Ihr habt bei dieser Maschine diese 3 Tasten für die Knopflöcher. Bei eurer Maschine sind eventuell keine Tasten, sondern da sieht das dann so aus. Hier gibt es 3 verschiedene Bereiche, die ich über dieses Rad dann einstellen kann. In dem Fall muss ich halt hier weiter drehen, bis ich irgendwann dann mal hier bei 18 angekommen bin. Ich kann hier praktisch starten mit der einen Raupe, dann mit dem Riegel, dann die andere Raupe und wieder den Riegel. Genau das gleiche Prinzip ist hier mit den Tasten. Ich habe hier die 1 abgebildet, also damit starte ich. Das ist die Vorwärtsraupe. Ich habe hier im Zubehör auch einen Knopflochfuß. Den habt ihr vielleicht ähnlich, vielleicht auch aus Kunststoff, vielleicht auch länger in der Schiene, aber so ähnlich habt ihr ihn vielleicht auch in der Maschine. Dieser Fuß hat den Vorteil, dass es leicht ist, das gerade zu halten. Nähen kann man es prinzipiell auch mit so einem Füßchen. Das ist jetzt hier fest. So, das ist hier unten hohlgeschliffen und ihr könntet dadurch damit auch relativ gut Knopflöcher nähen, nur ihr müsst dann wirklich penibel darauf achten, dass das gerade bleibt. Mit so einer Schiene ist das viel einfacher. Als erstes nähen wir ja aber erstmal einen Knopf an, das heißt, die Schiene brauchen wir noch nicht. Knopflöcher wollen wir erst danach machen. Ich nehme jetzt also diesen Knopflochfuß, wechsle den, also mache das alte Standardfüßchen ab und klemme dieses Füßchen jetzt hier drunter. So. Jetzt habe ich 2 Möglichkeiten. Ich kann diese Zähne wegschalten oder ich kann es einfach hier auf 0 stellen, weil der Knopf soll ja nicht weitergeschoben werden. Ich persönlich finde es einfacher bzw. besser, wenn diese Zacken verschwinden. Also stelle ich den Transporteur aus. So, jetzt sind die Zacken nach unten verschwunden. Dieser Hebel ist bei fast jeder Maschine vorhanden, allerdings nicht immer hier unten, mal seitlich, mal hier oben, mal auf der Rückseite. Also da müsst ihr mal nachgucken oder gegebenenfalls mal in die Bedienungsanleitung reingucken. Und jetzt muss ich, wenn ich den Stoff hier drunter lege und den Knopf fixiere, also ich muss den praktisch so drunter legen, dass das hier einigermaßen mittig in diesem Fuß liegt. Und dann wähle ich eine Zickzack-Einstellung. In diesem Fall nehme ich jetzt mal diesen breiten Stich. Also hier wäre jetzt zum Beispiel der Knopf abgebildet, der ist wahrscheinlich sogar besser geeignet, weil das hat ja eine Bewandtnis, dass der Fuß hier abgedruckt ist. Das heißt, ich probiere jetzt einmal von Hand, passt das in die Stichlöcher. Da sieht das gut aus und da sieht das auch gut aus. Also kann ich jetzt einfach auf das Pedal drücken und 5, 8, 10 Stiche, je nachdem wie ihr das wollt. Also lasse ich einfach ein paar Stiche nähen. Wenn ihr der Meinung seid, das reicht jetzt,
kann ich diese Taste wieder ausschalten und noch 2, 3 Stiche geradeaus machen auf der Stelle, damit es vernäht ist. Wenn ich das jetzt rausnehme, kann ich hier die Fäden abschneiden, weil ich habe es ja vernäht. So. Und mein Knopf ist bombenfest. Also wunderbar. Es gibt auch Maschinen, die einen speziellen Knopflochfuß schon im Nähzubehör dabei haben. Bei manchen ist noch so ein kleiner Schieber dran, den man dafür nehmen kann, dass der der Knopf lockerer angenäht wird. Also habt ihr beispielsweise einen Mantel, dann ist das ja oft so, dass unter dem Knopf noch Garn rumgewickelt ist. Dafür ist dann diese Funktion. Also Knopf annähen ist relativ simpel. Habt ihr einen Knopf mit 4 Löchern, setzt ihr einfach das Ganze nochmal ein Stückchen weiter und näht die anderen beiden Löcher. Also wirklich eine simple Geschichte. Knopflöcher ist schon ein bisschen aufwendiger, aber auch kein Hexenwerk. Wir gehen da einfach mal bei. Ich nehme jetzt also die Knopflochschiene und setze die mal hier an. Diesen Knopfannähfuß legen wir beiseite. Die Knopflochschiene kommt hier drunter. Und ich finde es immer praktisch, wenn man den Faden auch nochmal nach unten durchholt. Das kann man entweder so durchschieben oder man kann natürlich auch ein Stück Stoff drunter legen. Und folgendermaßen tun, einfach hier einen Stich am Handrad drehen und den Faden ziehen, dann ist er auch durch. Ich lege jetzt mal die Fäden nach hinten und möchte hier mein Knopfloch nähen. Ich schiebe also diesen Schieber ganz nach hinten, weil Moment, bei dieser Maschine machen wir das andersrum. Da muss man darauf achten, elektronische Maschinen nähen immer die Knopflöcher von vorne nach hinten oder fast immer. Und die mechanischen haben meistens erst die Vorwärtsraupe genäht und dann die Rückwärtsraupe. Also da wird es andersrum genäht. Ich zeige euch jetzt mal, was ich meine. Wir haben hier unsere Schiene und ich kann natürlich auch mir vorher kennzeichnen, wenn ich weiß, der Knopf ist beispielsweise 1,5 cm groß, dann kann ich das mit Kreide oder mit einem Markierstift anzeichnen oder ich nehme eben diese Einteilung hier zur Hilfe. Ich habe hier immer die Zentimeterabschnitte, beziehungsweise der kleine Strich ist immer ein halber Zentimeter. Mal angenommen, ich möchte das ungefähr 2 cm machen, müsste ich also jetzt bis da nähen, dass der rote Pfeil praktisch da zu sehen ist. Jetzt muss ich Folgendes machen. Ich muss erstmal hier diesen Transporteur wieder hochschalten. Den haben wir ja vorhin ausgeschaltet, sonst würde sie auf der Stelle stehen bleiben. Und hier müsst ihr auf einem Probestück am besten mal ausprobieren, welche Einstellung hier ideal ist. Also das ist auch wieder das Schöne bei einer elektronischen Maschine, die macht das alles alleine. Die stellt auch die Länge schon vor auf eine Größe, die ihr am häufigsten gebrauchen könnt. Hier, ich habe vorhin schon mal grob probiert, also bei dieser Maschine müsste das mit dieser Einstellung, die ich jetzt eingestellt habe, ganz gut hinkommen. Und jetzt habe ich ja hier auf den Knopflochsymbolen durchnummeriert von 1 bis 4, fange also jetzt mit der 1 an. Das ist dann die Vorwärtsraupe. Nähen wir einfach mal bis zu diesem Strich. Jetzt sind wir bei 1 cm, 1,5, 2 cm. Jetzt muss ich auf den Riegel, also von der Raupe auf den Riegel umschalten. Diese Taste ist so konstruiert, dass sie nicht einrastet. Also ich muss die festhalten für 3, 4 Stiche. Machen wir jetzt mal. 1, 2, 3, 4, das sollte reichen. Und wenn ich jetzt die Rückwärtsraupe reindrücke, die geht ein bisschen kräftiger zu drücken, weil ich die Rückwärtsmechanik mit aktiviere. Jetzt nähe ich also die Rückwärtsraupe. Darauf achten, wenn der Pfeil hinten bei dem letzten Strich ankommt, muss ich natürlich anhalten. So, die Nadel nach oben und auf Knopfloch, also auf den Riegel wieder umschalten. 3, 4 Stiche, vernähen, fertig. Wenn ihr das Knopfloch noch etwas hübscher haben wollt, empfiehlt es sich, vorher die Fadenspannung etwas locker zu stellen. Ich möchte das einmal nochmal zeigen. Ich habe es jetzt extra auf der normalen 4 stehen lassen. Bei den Nähmaschinen ist 4 eigentlich immer die Grundeinstellung. Aber wie ihr hier an diesem Knopfloch sehen könnt, ist jetzt praktisch der Unterfaden etwas mit hochgezogen. Ich habe unten einen dunkelblauen Faden gehabt und man kann sehen, dass er hier teilweise mit hochgezogen wurde. Um das zu verhindern, ist es eben schöner, die Fadenspannung auf ca. 2 bis 3 runterzustellen. Wir nähen das Ganze jetzt nochmal mit dieser Einstellung. So, also mit der 1 anfangen, die Vorwärtsraupe nähen,
Da sind wir wieder bei 2 cm angekommen. Die Nadel nach oben, umschalten, festhalten die Taste, 3, 4 Stiche machen. So. Immer darauf achten, dass die Nadel oben ist bei diesen Maschinen. Entschuldigung. Jetzt die Rückwärtsraupe, die wie gesagt etwas schwerer zu drücken geht, die Taste. Jetzt nähen wir nochmal rückwärts, bis wir mit dem Strich da hinten angekommen sind. Da haben wir es. Jetzt nochmal diese Taste festhalten und schon haben wir das Knopfloch fertig. Da brauche ich mir jetzt praktisch nur noch ein Trennmesser nehmen und das auftrennen. Diese Trenner, die ihr nehmt für Nähte, die ihr vielleicht mal falsch gemacht habt, das könnt ihr natürlich auch das Knopfloch mit auftrennen. Ich hole mal gerade so einen Pfeiltrenner und zeige das. Übrigens, Pfeiltrenner ist so ein Begriff, der sich bei mir irgendwie so festgesetzt hat im Kopf. Früher gab es, ich weiß nicht, ob das eine Marke war, dass die Pfeil hieß oder so. Also es ist ein Nahttrenner. Ich weiß nicht, warum ich immer diesen Begriff verwende, wie auch immer. Hier könnt ihr praktisch jetzt mit dieser Spitze hier reinpieksen und dann hier durchschneiden. Es empfiehlt sich, vorher vielleicht eine Stecknadel hier reinzustecken, also an dieser Stelle, damit ihr nicht zu weit schneidet, weil ruckzuck ist man dann vielleicht hier drüber weg und dann habt ihr das Knopfloch wieder kaputt. Ist hier etwas umständlicher als mit einer elektronischen Maschine. Ich zeige euch gleich mal, wie schön einfach das mit einer Elektronik-Variante funktioniert. Wir räumen jetzt hier einmal kurz um, packen die Maschine beiseite und holen eine elektronische Variante und dann geht's weiter. So, ich habe hier jetzt mal eine meiner Lieblingsmaschinen, die Brasa NV1100. Ich finde, dass die ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis hat und ja, finde die wirklich empfehlenswert. Wir haben hier eine Maschine, die wirklich zig Knopfloch-Varianten schon kann und die eben gegenüber der mechanischen, die wir eben hatten, wirklich vollautomatisch. Also wir haben abgerundete Knopflöcher, normale Wäscheknopflöcher, Augenknopflöcher, also da ist jetzt wirklich viel dabei. Wir haben bei dieser Maschine eine Knopflochschiene und bei dieser Schiene kann ich praktisch hier den Knopf reinlegen. Ich mache das jetzt mal gerade so. Und dann weiß die Maschine, in welcher Größe das genäht werden soll. Ich kann den Knopf auch wieder rausnehmen. Es geht ja nur um die Längenangabe. Also ich kann es natürlich auch abmessen mit einem Handmaß beispielsweise und hier meine beispielsweise 2 cm einstellen. Das Füßchen kann ich genauso wechseln wie bei den meisten Maschinen. Eben hier hinten so einen kleinen Knopf drücken, dann das Füßchen rausnehmen und das andere hier drunter legen. Und dann haben wir das Füßchen dran. Bei dieser Maschine finde ich auch sehr praktisch, dass man kleine Dinge, die man eventuell falsch macht, immer gleich als Grafik angezeigt bekommt. Also beispielsweise, ich habe jetzt das Füßchen noch nicht runtergelassen und drücke hier auf Start, dann sagt sie mir, Moment mal, erstmal das Füßchen runter machen. Und diese Funktion finde ich auch beim Knopflochschnähen sehr praktisch, weil sie mir da auch nämlich gleich eine Hilfe zu gibt. Mal angenommen, wir wollen jetzt so ein normales Wäscheknopfloch machen, wie wir das eben genäht hatten. Ich nehme jetzt mal Programm 60. Ich gehe also hier auf dieses Symbol erstmal und jetzt kann ich die 60 eintippen und ich sehe auch schon gleich bestätigt mein Knopfloch, was ich nähen möchte. Die Maschine zeigt auch hier gleich an, Füßchen A. Alle Füßchen haben hier eine Buchstabenkennung und da steht es jetzt auf dem Fuß drauf, sonst in dem Fach. Also diese Maschine hat das hier schön sortiert. Da ist eben auch dieses Fach mit dem A gekennzeichnet. Also wirklich einfach. Hier ist es so, ich hatte es ja eben schon mal erwähnt, dass ich immer gerne den Oberfaden nach unten durchnehme, dass es nicht im Weg ist. Da dieses Füßchen ja nicht wie die normalen Füße, hier so einen Schlitz hat, wo ich den Faden reinziehen kann. Es ist ja eine geschlossene Öffnung. Dann nehme ich dann einfach gerne mal so ein Stück Stoff darunter, drehe eine Umdrehung und kann den Faden dann beiseite ziehen, dann habe ich ihn auch durch. Natürlich kann ich es auch durchfummeln, das ist auch eine weitere Variante. Hier ist es jetzt wirklich simpel. Ich brauche praktisch nur noch den Stoff drunter legen und Start drücken und die Maschine näht mir das Knopfloch. Hier fehlt aber eine Kleinigkeit, aber ich möchte euch nochmal auf diese Funktion hinweisen. Wenn ich hier rauf drücke, sagt mir diese Maschine jetzt, ich muss so einen Hebel runterziehen. Bei moderneren Maschinen oder Maschinen, die eine Knopflochautomatik haben, gibt es fast immer diesen Hebel hier an der Seite. Also hier seitlich ist dieser Hebel, den kann ich nach unten ziehen und ich muss aufpassen, dass der hier nicht auf diesen Anschlag rauf geht oder davor, sondern er muss praktisch hier zwischen diese beiden Anschläge. Und wenn ich jetzt auf Start drücke, näht mir die Maschine das Knopfloch komplett alleine fertig. Ich mache jetzt hier mal die Geschwindigkeit etwas höher
und sage, okay, ich gehe mir jetzt einen Kaffee holen und wenn ich wiederkomme, ist das Knopfloch fertig. Schön ist bei dieser Maschine, dass beide Seiten in die gleiche Richtung genäht werden. Also sie näht praktisch immer erst mit einem Geradstich nach vorne und dann mit einem Zickzackstich nach hinten. Es ist nämlich immer so, ein Vorwärtsstich sieht immer anders aus wie ein Rückwärtsstich. Also deswegen ist es eben empfehlenswerter, beides in eine Richtung zu nähen. Und ich habe jetzt hier ein Knopfloch, das gleich deutlich schöner aussieht wie das, was wir eben genäht haben. Und vor allen Dingen auch etwas weiter auseinander. Das heißt, ich habe es jetzt hier beim Auftrennen etwas einfacher, dass ich nicht aus Versehen hier eine von diesen Raupen mit aufschneide. Also hier reinschieben und aufschneiden. Ich möchte euch auch gleich noch eine weitere Funktion zeigen, die viele, also jedenfalls habe ich das so im Gespräch mit Kunden festgestellt, die viele gar nicht nutzen, obwohl das total simpel ist. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, ich nehme mal eben das Füßchen hier ab. Vielleicht habt ihr euch schon mal gefragt, wozu sind denn eigentlich hier diese Nasen oder diese Kerben hier drin? Ich zeige euch noch mal kurz, was ich meine. Es gibt hier so eine Nase und hier vorne solche Kerben. Viele denken vielleicht, das ist nur irgendwie konstruktionsbedingt oder so. Nein, das hat wirklich einen Sinn. Und zwar gibt es sogenannte Einlauffäden oder Gimpe. Da kann man auch einfach einen dickeren Faden nehmen. Also man muss nicht extra Einlaufgarn kaufen, man kann auch einfach Nähseide oder einen dickeren Faden. Das ist jetzt ein Heftgarn beispielsweise, aber ich kann auch beispielsweise hier so einen Zierstichfaden nehmen, der ist ja auch schon etwas dicker. Und da habe ich dann sogar noch den Vorteil, dass ich den eventuell in der gleichen Knopflochfarbe kaufen kann. Diese normale Gimpe oder Einlauffaden ist eigentlich immer in Naturweiß oder weiß und das passt eben manchmal nicht, vor allen Dingen dann nicht, wenn ich das Knopfloch mit relativ großen Stichen nähe. Generell ist das so, dass die größeren Stiche sich eher empfehlen, weil wenn ich viele kleine Einstiche habe, dann ist ja der Stoff sehr stark perforiert. Also viele Einstiche machen, stellt euch mal vor, so ein Blatt Papier, ihr macht viele Einstiche da rein, dann reißt es da sehr leicht. Und von daher ist es für die Haltbarkeit eigentlich schöner, das Knopfloch etwas grober zu nähen. Nur schöner sieht es natürlich aus, wenn es enger genäht ist. Also vielleicht als kleiner Tipp nebenbei, näht ihr ein Knopfloch für eine Bluse, macht ruhig die Knopflochstiche dichter, das sieht schöner aus. Näht ihr es für eine Jeanshose oder so, ist nachher der Knopf drüber, sieht kein Mensch, dann ruhig etwas grober nähen. Ich zeige euch jetzt mal, was ich meine mit diesem Einlauffaden. Kurze Anmerkung, die Artikel, die wir hier zeigen, verlinken wir natürlich auch unten in der Beschreibung. Ich schneide mir jetzt hier einfach mal ein Stückchen ab, sodass das eben für die Schiene hin und zurück reicht. So. Und nimm ungefähr die Mitte. Halte diese Schlaufe jetzt praktisch über die Nase hier drüber. So. Und achte darauf, dass die Fäden hier praktisch parallel laufen und klemm die hier vorne praktisch dann mit ein. Also ein da und möglichst stramm halten, so. Jetzt habe ich also praktisch hier diese Fäden unten drunter und die werden gleich beim Nähen übernäht von diesem Zickzackstich, der ja praktisch da entsteht. Dadurch hat das Garn, also das Knopfloch sieht plastischer aus, es ist ja höher, es ist auch haltbarer, weil ja dieser Faden noch da drin ist. Also empfiehlt sich für viele strapazierte Knopflöcher oder wenn es ein bisschen Stabilität kriegen soll, wenn es jetzt, sagen wir mal, ein Wollstoff ist oder sowas und Sie wollen, das leiert da relativ leicht aus sonst und da kriegt ihr praktisch mehr Stabilität in dieses Knopfloch rein. Wir nähen das jetzt einfach mal. So, wir haben das Füßchen montiert und wir lassen jetzt mal die Knopflocheinstellung genauso, wie wir die eben hatten, nur diesmal eben mit diesem Faden. Das Füßchen haben wir genauso angesetzt wie eben. Jetzt legen wir den Stoff darunter und ziehen noch diesen Hebel hier unter und können auf Start drücken. Jetzt näht sie erst mit einem Geradstich einmal vor und zurück und dann eben den Zickzack über diesen Faden drüber. Und das gleiche auf der anderen Seite. Knopfloch ist fertig, jetzt wird es vernäht und abgeschnitten. Und wenn ich das jetzt rausnehme, so, kann ich natürlich hier den Faden wieder rausnehmen aus der Klemme sozusagen. Und wenn ich das jetzt hier ziehe, mal gucken, ob es geht. Moment, ich muss den Faden erstmal erwischen. Okay, ich kann das jetzt hier reinziehen. So.
Jetzt ist dieses Ende praktisch gar nicht mehr zu sehen. Wenn ich möchte, kann ich hier jetzt auch noch eine Schlaufe reinziehen, also einen Knoten. Ich mache es jetzt einfach normal, dass ich es knapp abschneide. So. Und den Faden nehmen wir natürlich auch noch weg. Und jetzt habe ich ein Knopfloch, das eben etwas höher genäht ist, etwas haltbarer ist, dadurch, dass der Faden da praktisch verstärkend drin ist. Und kann jetzt auch wieder mein Trennmesser nehmen, hier reinpieksen und schneiden. Und ich habe mein Knopfloch fertig. Das war jetzt eine weitere Möglichkeit, eben diesen verstärkenden Faden, also Einlauffaden oder Gimpel, praktisch mit einzunähen. Viele kennen vielleicht beim Knopflochnähen auch, also weil sie die Standardsachen vielleicht schon kennen, haben vielleicht eher das Problem, eine Knopflochleiste ist ja oft schon vorher genäht worden. Das heißt, ich habe unterschiedliche Stofflagen. Ich habe jetzt beispielsweise hier, wenn ich hier jetzt mal gucke, ist der Stoff ja hier einlagig. Hier habe ich aber mehrere Lagen. Und jetzt kommt es darauf an, wie rum ich die Knopflöcher nähen möchte. Habe ich jetzt beispielsweise hier, sind ja relativ kleine Knopflöcher drin und die sind so lang genäht, da ist nicht so sehr das Problem. Nähe ich das aber so lang, weil ich zum Beispiel sage, okay, aus irgendwelchen Gründen finde ich es hübscher oder so, dann habe ich das Problem, dass ich hier eine andere Dicke habe als hier. Und das ist für viele Maschinen ein Problem, das eben gut hinzukriegen, auch wenn man jetzt mal einen Wollmantel oder sowas hat. Und ich zeige euch mal, wie das dann doch möglich ist. Für die meisten Maschinen oder für viele Maschinen kann man extra Knopflochfüße kaufen. Dies ist jetzt mal für die Brother, mit der wir gerade nähen. Da gibt es hier einmal ein Set, das ist eher für die großen Maschinen, also hier die VQ2, VQ4 und sowas. Das legen wir mal beiseite. Dieses Set hier ist also von der A-Serie, also von der kleinen 10A angefangen beispielsweise, bis tatsächlich hoch zur 1800, also dem Topmodell aus dieser Serie, der NV 1800. Da habt ihr eben praktisch alle hier aufgelistet. Dieses Füßchen ist eben für alle möglichen Varianten geeignet. Und der Unterschied ist folgender. Ich nehme das mal eben jetzt aus der Verpackung. Wir haben hier eine Knopflochschiene drin, die dafür sorgt, dass der Stoff nicht wegrutschen kann. Also das heißt, ich nehme es nochmal aus der Tüte. So. Die Schiene sieht jetzt erstmal viel, viel größer aus. Das hat den Hintergrund, ich kann jetzt auch noch etwas längere Knopflöcher mit dieser Maschine oder mit dieser Knopflochschiene nähen. Und ich habe hier zwei Bauteile. Ich habe also ein unteres Teil, hier wird der Stoff reingelegt und dann kommt das Teil da drüber. Das heißt, es wird nicht der Stoff transportiert, sondern es wird diese Schiene mit dieser ja, was ist so eine Art Gummischicht hier unten drunter. Dadurch wird praktisch das 100% gleichmäßig transportiert. Der Stoff, ob der nun unterschiedliche Höhen hat oder dicker oder dünner, spielt gar keine Rolle, weil die Schiene sorgt dafür, dass es transportiert wird. Und das will ich euch mal jetzt demonstrieren. Von der eigentlichen Sache her ist das halt nicht anders. Vom Prinzip her habe ich hier diesen Schieber, wo ich es auseinanderschiebe, oder hier auch, wo ich praktisch den Knopf reinlegen kann oder eben meine Wunschgröße abmessen und einstellen kann. Was jetzt der Unterschied ist, dieses lag ja praktisch direkt auf dem Stoff. Und hier ist es praktisch dann so, dass ich das hier anhebe, dass der Stoff hier zwischen ist. Und dann transportiert es halt nicht mehr den Stoff, sondern die Schiene hier unten. Ich setze das jetzt mal ran und mache jetzt mal eine kniffligere Stelle. Ich nehme jetzt einfach mal so einen Stoff hier doppelt und lege den hier unter. Das wäre für die normalen Maschinen jetzt wirklich schon ein Problem, hier jetzt noch sauber ein Knopfloch aufzukriegen, weil es sich hier natürlich anders transportiert wie hier. Aber mit dieser Schiene funktioniert das eben. Wir legen das jetzt hier zwischen. So. Somit habe ich jetzt hier diesen Absatz zwischen und das wäre eventuell mit einer normalen Maschine nicht hinzukriegen. Hier setzen wir jetzt das genauso wieder drunter wie bei den anderen Varianten eben auch. So. Ich schiebe den Stoff noch mal ein bisschen gerade, dass das ein bisschen ordentlicher aussieht. So. Und wir lassen die Einstellung mal genauso, wie wir sie eben hatten, nur dass wir diesmal eben diese Schiene verwenden. Ich muss jetzt noch diesen Hebel hier runterziehen. So. Und einfach auf Start drücken. Und wie ihr sehen könnt, wird das total gleichmäßig
ohne dass hier irgendwelche Probleme entstehen durch die unterschiedlichen Dicken. Ich nehme das jetzt nochmal raus, um euch das zu zeigen. Okay, das war jetzt nur eine kleine Kante. Ich mache das jetzt nochmal zum Verdeutlichen. Aber es wäre hier normalerweise eben schon ein Problem für die meisten. Ich mache das jetzt nochmal hier weiter rüber. So, und wir nähen das nochmal. Ich mache jetzt sogar die Stichdichte noch ein bisschen kleiner, dass ihr sehen könnt, dass das auch mit einer kleinen, feinen Einstellung gut funktioniert. Ich mache sie sogar extrem fein mal auf 0,3. Also ich habe hier jetzt 0,4 ist bei dieser Maschine die Grundeinstellung. Ich gehe jetzt mal hier auf 0,3 runter. Und ich kann es natürlich auch hier etwas schmaler stellen oder breiter, aber das lassen wir jetzt mal einfach auf 5. Und drücke auf Start. So, jetzt kann man das, glaube ich, deutlicher erkennen, vor allen Dingen auf der Rückseite. Ich habe hier diesen dicken Absatz gehabt. Also ich habe hier wirklich einen dicken Absatz mit 2 Lagen extra. Da würde jede Maschine mit einem normalen Fuß hier ein Problem kriegen, weil das einfach hier nicht mehr vernünftig weitergeschoben wird, beziehungsweise anders weitergeschoben wird als hier. Hier habe ich trotzdem ein Knopfloch hingekriegt, was sauber aussieht. Also diese Schiene ist wirklich für die mit Problemstoffen arbeiten, echt Gold wert. Kann man eben als Zubehör kaufen. Haben wir natürlich auch mal verlinkt, zumindest für die Brasa. Es gibt auch Maschinen, die so einen Fuß schon gleich im Standardzubehör mit drin haben. Kann ich euch auch mal zeigen. Ich habe hier jetzt mal eine andere Maschine hergestellt, und zwar eine Maschine, mit der Knopflöcher und Knöpfe annähen wirklich auch besonders einfach sind. Wir haben hier wieder unseren Knopfannähfuß, der eben diese Gummierung hier vorne hat, damit der Knopf nicht so leicht wegrutscht. Jetzt setzen wir das hier mal an, also diesen Hebel hier drücken, damit das Füßchen abfällt. Dann Fuß beiseite legen, den hier drunter packen, einrasten lassen, Faden nach hinten legen, den Knopf, hier haben wir ja vorhin mal einen Knopf angenäht, ich habe jetzt mal ein bisschen kleineren hier erwischt. Da legen wir praktisch jetzt diesen Knopf so drunter, dass das wieder mittig hier drunter liegt, so. Und bei dieser Maschine, wenn wir hier oben gucken, haben wir sogar ein Knopfannähprogramm, Programm 21. Das heißt, ich gehe jetzt mal auf die Ziffereingabe 2.1 und hier seht ihr, Füßchen-Empfehlung ist Füßchen I, also der Knopfannähfuß. Geht aber zur Not auch mit dem Standardnähfuß. Und ich kann hier jetzt noch die Breite ein bisschen verstellen. Das heißt, je nachdem, wie groß die Löcher von dem Knopf auseinander sind, kann ich das ein bisschen anpassen. Ich lasse das jetzt hier mal auf 4,5 mm, weil ich glaube, dass das passt. Und ich brauche jetzt nichts weiter zu tun, als Start zu drücken. Jetzt vernäht sie das, schneidet den Faden ab und fertig. Den Faden, also die Nadel nach oben. Ich könnte auch die Fadenschere drücken, die hat eine automatische Fadenschere, diese Maschine. Und jetzt ist der Knopf angenäht. Ich brauche nur den Restfaden hier wegschneiden. Und das war dann, denke ich mal, besonders simpel. Genauso schön und einfach geht es mit den Knopflöchern bei dieser Maschine. Ich habe hier im Zubehör tatsächlich sogar schon diese Knopflochschiene drin, die dafür sorgt, dass ich das nicht mehr verschieben kann. Hier ist es, bei dieser Marke ist es halt so, dass wir hier eine Steckverbindung haben. Also hier oben, diese Buchse hier ist für die Knopflochschiene. Das heißt, ich zeige euch mal, wie das dran gesetzt wird. Wir machen hier das Knopfannähfüßchen ab, legen die Schiene hier drunter. Ich kann hier jetzt auch schon mal einstellen, für welche Größe das sein soll. Wir nehmen einfach mal wieder diesen Knopf, den wir am Anfang hatten, legen den hier zwischen, schieben das auf die Größe, dann habe ich das hier voreingestellt. Und jetzt kommt die Schiene hier drunter und eingerastet. So. Und den Stecker eben hier einstecken. So. Und wenn ich jetzt ein Stückchen Stoff nehme, ich lege das nochmal beiseite, wir nehmen nochmal diese schwierigere Variante mit dem Absatz hier zwischen. Dann kann ich das eben hier jetzt drunter legen. Ich muss mal gucken, ob ich hier noch ein bisschen Platz finde, dass wir das dazwischen schieben. Genau, da könnte das hin. Und jetzt muss ich natürlich auch noch ein Knopfloch aussuchen. Auch diese Maschine verfügt über eine große Auswahl an verschiedenen Knöpfen oder Knopflöchern, muss ich ja sagen, nicht Knöpfe. Knöpfe hat sie zwar auch ein paar, aber wir wollen ja Knopflöcher nähen.
Okay, also ich nehme jetzt hier Knopfloch Nummer 7. Das ist ein Augenknopfloch und hier stellen wir das ein. Wir gehen also hier auf dieses Symbol zweimal rauf, auf dieses hier, dass die Knopflöcher praktisch da sind. Und hier jetzt 07. Jetzt haben wir das Augenknopfloch und ich brauche nur noch, wie bei der eben genannten Brother, war es ja zum Beispiel auch so, dass wir hier noch so einen Hebel runterziehen mussten. Den gibt es jetzt hier nicht mehr. Also die hat ja stattdessen diesen Steckkontakt. Und dann setzen wir das Füßchen runter. Ich brauche jetzt nur noch Start drücken. Ich habe jetzt eine relativ große Geschwindigkeit eingestellt. Ich könnte die Geschwindigkeit natürlich auch reduzieren. Knopfloch ist fertig. Ich nehme das jetzt mal raus. Und ich finde tatsächlich, es gibt kaum eine andere Maschine am Markt, die so exakt Knopflöcher näht wie, ich kann es ja verraten, hier die Juki. Haben wir eben, glaube ich, noch gar nicht genannt, die Marke. Also Juki hat wirklich sehr, sehr saubere Knopflöcher. Die bei der Brother sind auch hervorragend und auch andere Maschinen machen das gut. Aber ich finde, was Knopflöcher angeht, da ist Juki echt Experte. Trotz dieser dicken Stelle, dieses Absatzes, ist das wirklich exakt. Die Rundung ist hier ganz sauber. Also wirklich hervorragend genäht. Auch hier mit diesem Fuß wäre es natürlich möglich, jetzt mit Gimpet zu arbeiten, also mit diesem Einlauffaden, den wir vorhin erwähnt hatten. Wir hatten es vorhin schon ein paar Mal erwähnt. Wir haben natürlich diese Füße des Sonderzubehör und so alles verlinkt in der Beschreibung unter dem Video. Aber wenn euch da mal irgendwas einfällt oder irgendwas nicht findet bei uns im Shop oder in unserem Amazon-Shop, zögert nicht, schreibt gerne eine E-Mail, fragt nach. Wir versuchen das, was geht, auch zu beantworten.